Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ellen Sünkler und ich freue mich, dass ich Sie und euch wieder zu einer von unseren Silicon Economy Coffee Breaks begrüßen darf. Wenn Sie eine verpasst haben, schauen Sie doch gerne auf www.silicon-economy.com nach. Da haben wir alle Videos zur Verfügung gestellt, sodass man sie nochmal nachschauen kann. Heute schauen wir uns unser Entwicklungsprojekt an, KI-basierter ETA-Service, und was sich dahinter verbirgt, das erzählt uns jetzt gleich mein Kollege Alex Rothgang. Er ist Product Owner im Entwicklungsprojekt und wird uns mit uns ein paar Insights teilen und wie so der Stand der Entwicklung aktuell aussieht. Hallo Alex, schön, dass du heute da bist. Hi Ellen, sehr gerne. Zum Einstieg stelle ich immer, weil es natürlich eine Coffee Break ist und ich hoffe, Sie natürlich sind auch schon ausgestattet mit einem Kaffee oder auch einem Tee, die Frage, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Ja, ohne Zucker, aber mit ein bisschen Milch, also wirklich nur einen kleinen Schuss für den Geschmack. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ins Projekt ein. Vielleicht kannst du uns zum Start erstmal einmal erklären, was entwickelt ihr eigentlich in eurem Projekt, mit welcher Problemstellung beschäftigt ihr euch? Was wir im Endeffekt entwickeln, du hattest es ja gerade schon gesagt, es ist ein KI-basierter ETA-Service. Wir befinden uns hier im Gütertransport im Endeffekt und was wir uns schon seit einigen Jahren fragen ist, wie können wir den ganzen Gütertransport effizienter und insbesondere auch ressourceneffizienter gestalten. Und da muss man halt einfach sehen, dass, wenn wir jetzt die Zahlen von 2019 sehen, dass im Gütertransport 80% der Transporte wirklich über die Straße ablaufen und nur 10 bzw. 8% auf Schiene oder Wasserstraße. Und hier haben wir halt einfach, wenn man dann noch sieht, dass die Straße im Endeffekt um ein Vielfaches CO2 emittierender ist als jetzt die Schiene oder die Wasserstraße, ist das ein Problem, was wir unbedingt angehen wollten. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und eins, was wir halt jetzt auserkoren haben, war halt ein Dienst, der diese Transportplanung oder multimodale Transportplanung wirklich vereinfacht. Und um eine multimodale Transportplanung wirklich durchführen zu können, müssen wir im Endeffekt wissen, wie die Transportzeiten also exakt sind. Und das versuchen wir auch, indem wir öffentliche Datenquellen uns zu eigen nehmen und diese auch nützlich machen, also aufbereiten und dann auch in diesen Kontext einbringen, um die Transportzeiten, die ETA oder auch die ETD, also wann müsste ich losfahren, um am Zielpunkt anzukommen, zu berechnen. Okay, jetzt ist natürlich so dieses Thema Estimated Time of Arrival Service nicht so unbedingt ganz neu, also damit beschäftigt man sich ja auch schon relativ lange. Was ist denn dann so ein bisschen euer Ansatz eigentlich oder wo unterscheidet er sich von derzeit schon verfügbaren ETA-Service-Leistungen? Ja, also das ist, also ich habe es gerade schon so ein bisschen beschrieben. Es ist im Endeffekt in der Silicon Economy natürlich ein Open-Source-Projekt und wir nutzen auch tatsächlich nur öffentlich zugängliche, also Open Data. Und versuchen diese, und das ist nicht ganz einfach, die sind nicht, sage ich mal, auf Knopfdruck da, sondern da muss man wirklich einzelne Datenquellen wirklich anzapfen, diese konsolidieren und dann auch aufbereiten und auch einen Standard definieren für weitere Datenquellen. Da kann man jetzt ein Beispiel nennen. Es gibt Daten über Echtzeitdaten, über Geschwindigkeiten auf bestimmten Fahrspuren, wenn man jetzt die Straße anschaut. Die sind aber aktuell nur in NRW zugänglich im Endeffekt und für Bayern und Hessen sind wir im Endeffekt im Gespräch, diese zu bekommen, aber da sieht man schon, wie verstrickt das Ganze ist wie ein Flickenteppich im Endeffekt und das muss man erstmal aggregieren. Und das ist im Endeffekt genau unser Ansatz, öffentliche Daten zu nehmen und diese auch dann am Ende in eine Softwarelösung zu gießen, würde ich es mal nennen, und dann der Öffentlichkeit auch zugänglich machen. Ja, okay. Du hast es gerade schon genannt, das ist ein Teilprojekt oder ein kleiner Baustein der Silicon Economy. Unsere Entwicklungsprojekte sind ja im Prinzip kleine Puzzleteile, durch die sich dann nachher die Gesamtvision eigentlich umsetzen lässt. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen. Also ihr entwickelt diesen KI-basierten ETA-Service und wie integriert der sich dann eigentlich nachher in die Silicon Economy? Wie soll das umgesetzt werden? Ja, da müsste man vielleicht einmal so ein bisschen darauf schauen, wie unser ganzes Produkt oder ich sag mal am Ende unser Dienst funktioniert. Also gehen wir mal einfach durch. Wir würden jetzt einen Transportplan von Hamburg nach München. So, dann würden wir jetzt eine Adresse eingeben in Hamburg als Quelle und als Ziel würden wir eine Adresse im Endeffekt in München eingeben. So, jetzt kann natürlich irgendein Service nichts mit den Städtenamen anfangen, sondern den müssten wir erstmal transformieren oder müssten wir die Geokoordinaten davon identifizieren und dafür haben wir einen Dienst im Endeffekt oder einen Service entwickelt innerhalb dieses Projektes, der diese
Städtenamen oder Adressen in Geokoordinaten umformt. Dann haben wir noch weitere Services wie den Routenservice, der ist dann öffentlich zugänglich. Wir haben einen Wetterdienst, das heißt, wir können zu bestimmten Uhrzeiten, aber auch zu bestimmten Orten wirklich auch da wieder die Geokoordinaten, die klimatischen Bedingungen herausziehen. Und da haben wir noch weitere Services. Das ist wie so ein kleiner Baukasten, den wir auch selber nur anzapfen. Und das können dann auch andere Dienste, wie zum Beispiel das modulare IoT-Device, könnte dann auch, ich brauche jetzt zum Beispiel die Wetterdaten, weil es mich, wenn es zu heiß wird, dann funktioniert mein ganzer Service nicht. Das heißt, ich bräuchte für meine Strecke, wo ich entlang fahre, die klimatischen Bedingungen, wie feucht ist es, da ist alles hinterlegt im Endeffekt. Und so kann man sich das eigentlich vorstellen, dass später auch nicht nur die Dienste innerhalb der Silicon Economy, aber auch später die Unternehmen im Endeffekt diese Einzeldienste nutzen oder die Gesamtlösung. Okay. Du sprichst es gerade schon an, Unternehmen sollen es nutzen können. Das ist natürlich auch immer unser Claim bei allen Entwicklungsprojekten, die wir letztendlich aufsetzen und die wir angehen. Das Ganze soll alles immer nach 100% Open Source sein. Wie können Unternehmen sowas dann nutzen? Also wenn man jetzt über den Spediteur oder den vielleicht auch gerade Mittelständler nachdenkt, wie können solche Unternehmen nachher diesen Dienst nutzen, um ihre Ankunftszeiten berechnen zu lassen? Ich hatte es gerade so ein bisschen schon angeschnitten, also es völlig offen, also jeder kann später den Quellcode sehen und weil wir halt ein Open-Source-Projekt sind, haben wir halt den höchsten Standard für die Dokumentation im Endeffekt. Das heißt, jeder kann sich später den Quellcode angucken, da gibt es dann im Endeffekt README-Dateien, wo dann erklärt wird, wie das Ganze aufgebaut ist, wie kann man das Ganze nutzen, wie kann man aber auch die einzelnen Schnittstellen ansprechen, die wir dann, ich habe es ja gesagt, das sind kleinere Services, die innerhalb dieses Dienstes sind, wie kann ich die ansprechen und das ist ich sag mal, sehr einfach, das dann selber bei sich zu implementieren. Das heißt, jeder kann das an sein eigenes TMS-System anschließen und somit dann seine Transportdaten, die man jetzt in seinem TMS-System hat, dann noch die ETA berechnen lassen oder die Transportplanung darüber laufen lassen, um dann halt die eigenen Präferenzen, wie man es optimieren will. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Alex, schon mal für die ganzen Antworten. Wenn Sie auch interessiert sind an diesem KI-basierten ETA-Service, unsere Kontaktdaten finden Sie natürlich auch auf silicon-economy.com. Sprechen Sie gerne mich oder auch den Alex dazu an. Wir tauschen uns natürlich immer aus. Ihre Anfrage wird da entsprechend weitergeleitet. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen und wie gesagt, bleiben Sie mit uns in Kontakt, schauen Sie auf unsere Internetseite und unsere Social-Media-Kanäle. Haben Sie im Blick, welche Silicon Economy Coffee Breaks demnächst anstehen. Auch das alles, wie gesagt, auf der Website. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank, Alex, und bis demnächst. Vielen Dank.